So, die Lichter gehen aus und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und genau heute habe ich mir gedacht, gibt es mal eine Anlagenvorstellung, weil wir haben das ganze Thema schon vor einem Jahr ungefähr beleuchtet. Damals war das, oder sagen wir, bis dahin hat sich ja einiges getan und ja, jetzt habe ich auch mir überlegt, es sind doch in letzter Zeit echt viele neue Abonnenten dazu gekommen, deswegen da auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank an euch alle. Wirklich toll, das freut mich sehr und da habe ich einfach mal gedacht, komm, ich mache mal eine vollumfängliche Anlagenvorstellung, weil ich glaube, das ist einfach eine coole Sache. Ja, und dann würde ich sagen, lasst uns direkt zur Sache kommen und ich wünsche ganz viel Spaß dabei. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit der Anlagenvorstellung. Ich habe mir gedacht, ich splitte das Ganze einfach mal in 3 Teile auf. 2 wollte ich jetzt heute mit euch hier besprechen. 1 würde ich Ganze noch nachreichen. Und zwar, wir fangen erstmal an mit so ein paar allgemeine Sachen um die Anlage herum, was war die Intention, Größe etc. Ihr habt schon so ein paar Fakten, habt ihr gerade eben schon in der Einleitung gesehen. Und der zweite Teil ist vor allen Dingen der Technikteil, weil klar, eine Modelleisenbahn ist immer ganz viel, hat es mit Technik zu tun, ist sehr technikintensiv. Und der dritte Teil ist so ein bisschen ein Zukunftsteil. Habe ich zwar auch schon mal gemacht, wobei da hat sich vielleicht in der Zwischenzeit ein bisschen was getan, beziehungsweise kommen vielleicht nochmal ein paar andere Themen nochmal zum Vorschein. Deswegen wollte ich das einfach euch da abholen. Eben weil auch so viel neue Abonnenten dazu gekommen sind, wollte ich da euch alle aufgleisen. Genau, dann fangen wir mal an zu den allgemeinen Themen. Die Anlage ist 2020 entstanden, sagen wir mal so. Ab August 2020 habe ich die Platten quasi hingemacht. Damals noch in der alten Wohnung. Und dann mit C-Gleis das Ganze begonnen. Habe dann nach dem Umzug das Ganze auf K-Gleis umgebaut, weil ich kam von der Märklin Thematik her. Also ich habe in jungen Jahren eine Anlage gehabt und deswegen war es für mich auch dann klar, es wird eine Märklin-Modelleisenbahn. Und für mich ist das Schienensystem ein robustes Schienensystem. Das heißt nicht, dass andere schlechter sind. Überhaupt nicht. Ich habe mich einfach für den entschieden, weil ich schon ein gewisses Jugendwissen von der alten M-Gleis-Anlage hatte, habe ich gesagt, bleibe ich bei Märklin, um dann auch eventuell altes Rollmaterial, was ich noch habe, was ich von meinem Vater auch habe, um das vielleicht umbauen zu können. Wie viel man davon umbaut und ob man es wirklich alles immer so macht, das muss man immer drüber sprechen. Aber für mich einfach um so ein paar Sachen, die man von früher kennt, mitzunehmen oder mitnehmen zu können, weil das Ganze auch den Einstieg ein bisschen erleichtert dann. Ich werde mich auf jeden Fall aber auch mit dem Zweileitersystem auseinandersetzen. Das ist für mich wichtig dann. Deswegen soll auch keine Diskussion jetzt gestartet werden, was besser und was schlechter ist. Das gibt's gar nicht. Es gibt immer nur für jeden einzelnen Fall, was man einfach präferiert. Aber ich will auf jeden Fall auch das Zweileitersystem kennenlernen. Vielleicht werde ich auch einen Teil von den Zukunftsprojekten dann dadurch noch Zweileiter irgendwo gestalten. Eben damit man auch wirklich dann das Know-how da auch sammelt. Dann, was ist das Vorbild der Anlage? Es gibt wirklich keins. Also ich habe nie da irgendwie gesagt, ich brauche jetzt ein Vorbild und genau sozusagen nach dem soll die Anlage sich dann richten. Nein, für mich waren einfach so Sachen wichtig wie, ich wollte einen großen Bahnhof haben, der klar gut ländlich ist natürlich in der Hinsicht dann, aber wo auch Intercity-Züge halten könnten. Ich habe auch so ein bisschen das Ganze geschichtlich mir überlegt dann, dass ich sage, okay, hey, ich habe hier zwar einen Lokschuppen, einen ein bisschen moderneren für Dieselloks, für meine Lieblingslok 218er, die hier natürlich dann auch stationiert ist. Aber wir haben auch hier eine Eisenbahnsiedlung, die noch von einer anderen Zeit zeugt. Weil hier früher mal, sage ich jetzt mal, ein alter Dampflokschuppen war. Wie gesagt, das spiele ich mir, mache ich mir so ein bisschen sozusagen die Geschichte dahinter aus. Aber wir haben hier auch das DB-Verwaltungsgebäude von früher, vom Bahnbetriebswerk. Da sitzen die sogar noch dann. Wir haben hier die Eisenbahnersiedlung und wir haben auch die ursprünglichen Gleisanlagen, sind eigentlich alle soweit intakt. Wir haben die ganze Güterabfertigung, die noch vorhanden ist, mit Güterhalle letzten Endes, dann Laderampe und sogar einen Industrieanschluss vom Sägewerk dementsprechend dann. Und auch das ursprüngliche Empfangsgebäude wurde mal ein bisschen renoviert. Der Hausbahnsteig ist auch noch einigermaßen original, hat natürlich mal Lampen neu gekriegt und alles.
Und wir haben aber einen modernisierten Mittelbahnsteig mal bekommen, um das Ganze ein bisschen aufzuwerten. Und auch die Lichtsignalanlagen wurden mal ausgetauscht, sagen wir es mal so, weil wir haben noch das alte Stellwerk zum Beispiel, aber wie gesagt, die Lichtsignale sind ein bisschen auch moderner. Sonst ist alles nach wie vor intakt. Wer weiß, was die Zukunft so bringt, ob es einen Rückbau irgendwann mal geben wird. Aber also mal so habe ich mir das Ganze gedacht. Mittlerweile habe ich mir auch überlegt, oder haben wir uns überlegt, also Lilly und ich, dass das Ganze in Bayern spielt. Wo genau? Das ist dann vielleicht ein Teil, was wir in dem Zukunftsteil genauer besprechen, wobei es da auch noch unterschiedliche Sachen gibt. Da kann ich aber vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Es ist noch nicht klar, wo genau wie das quasi alles weitergeht da in der Hinsicht quasi. Aber wir sind auf jeden Fall in Bayern, so viel kann ich sagen. So haben wir uns jetzt schon mal das Ganze überlegt, weil wir sind ja in der Oberpfalz zu Hause. Und ich glaube, da macht Bayern sehr, sehr viel Sinn. Vor allen Dingen, weil jetzt natürlich diese ganzen Eisenbahnerstadt sozusagen, das ist so am Rande vom Bahnhof, so eine typischen Gebäude eben drin, auch Industrieanschlüsse. Und dann haben wir hier oben auch noch ein kleines Fachwerkhaus, passt eigentlich auch ganz gut zu dem Bayern-Flair. Und wir haben dann auch hier unseren kleinen Haushügel, Hausberg eben von der Stadt. Und dann geht das Ganze wirklich weiter. Und deswegen macht das Ganze auch Sinn, dass wir in Bayern sind, weil hier haben wir ja dann unseren größeren Berg, der noch in der Mache ist auf dem Neubauteil. Also ihr seht, man muss nicht unbedingt immer ein Vorbild haben, um eine Anlage zu gestalten. Man kann einfach frei raus, was für Themen einem einfach nachher wichtig sind. Und dann eben später ordnet man das Ganze einfach dann einer Region zu. Und muss ja auch nicht echt sein, kann ja extra auch fiktiv sein, genau. Ja, kommen wir mal zu den Maßen der Anlage. Hier im Brauereiviertel haben wir einmal hier 80 cm in der Seite. In der Breite sind es dann 2,20 Meter bis da hinten. Dann hier anschließend haben wir von hier bis fast ganz hinten sind es 3,75 Meter und in der Breite 1,30 Meter bis ganz da hinten. Warum hier nur sozusagen bis fast dahinter? Da gab es noch eine Erweiterung, die ist unter der Bergstrecke, die ist 15 cm lang, je nachdem wie man es nennt, und 1,30 Meter breit, eben die gesamte Anlagenbreite hier eben und 15 cm. Dann haben wir von hier im Neubauteil bis ganz da hinten sind es 1,95 Meter und 1,20 Meter eben in der Breite. Und dann haben wir noch vom Neubauteil einmal von hier vorne bis ganz da hinten. Das sind dann 1,77 Meter auf 75 Breite. Das ist sozusagen die ganze Anlage, Raum 1. Ihr seht, es ist noch nicht fertiggestellt, aber deswegen auch nochmal dazu den Fakten. Genau, die Meter Gleis, 60 Meter Gleis sind es, habe ich auch mal vom Programm rausgelassen. Also von dem her, ja, ist spannend, wenn man mal so Zahlen auch hat oder ja vor Augen hat, was man eigentlich da auch geschafft hat. Deswegen sollen so Rahmendaten sein, so ein bisschen geschichtlich. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal weiter zur Technik. Ja, dann Technik würde ich sagen. Und ja, die Anlage ist voll digital und wird per PC gesteuert. Voll automatisch, von dem her, da muss ich gar nicht eingreifen. Ich kann, wenn ich möchte, aber wirklich alles komplett automatisch und zwar per Rockrail, weil ich nach dem Studium nicht das Geld hatte für eine Kaufsoftware, sozusagen eine Zugsteuersoftware, die man eben kaufen muss. Und ich habe dann gesagt, hey, ich nehme Rockrail, auch wenn man da ein bisschen mehr, sag mal, Hirnschmalz mit reinnehmen muss, um sozusagen so ein bisschen die Logik dahinter zu verstehen von dem Programm. Aber ich muss sagen, es hat sich wirklich sehr gelohnt. Ich werde auch nicht mehr wechseln. Das Programm bietet mir alles, was ich brauche und bin da wirklich sehr, sehr happy damit.
Und quasi das Gehirn neben mir, von dem, der das alles einpflegen darf und dahinter klemmen muss, wie das Ganze funktioniert, ist natürlich dann auch der PC, der das Ganze steuert. Ist ein alter Desktop-PC beziehungsweise von mir, also ich habe den mal Gebrauch gekauft, ich habe dann, also es war ein Gaming-PC von mir, Grafikkarte habe ich aber rausgebaut, die braucht man nicht weiter und der steuert eben die ganze Software, sagen wir mal, ist ein Vierkernprozessor, also hat einen i7 6700, also schon ein relativ betagtes Modell. Deswegen, ich habe mal, wie gesagt, meine Rechner zu Hause abgedatet, aber der Rechner blieb übrig und tut da eigentlich seine Dienste wirklich sehr, sehr gut. Er langweilt sich. Also muss ich sagen, klar, es ist auf der einen Seite ist es doch, merkt man mit der Zeit, doch relativ viele Sachen, die er schalten und machen kann, alles. Die Anlage wird ja erweitert, aber so der PC langweilt sich. Das darf man ehrlicherweise sagen. Eben auch Vierkernprozessor braucht man eher nicht. Kann ich euch auch raten, nimmt wirklich was ganz, ganz Stromsparendes, ganz, ganz Langsames, es sei denn, ihr wollt auf dem Desktop irgendwelche Sachen zeigen oder macht dann natürlich auch nochmal andere Sachen dann. Dann macht es Sinn, einen Rechner wirklich dann oder mit mehr Leistung dann auch zu kaufen oder auch Gebrauch zu kaufen. Ich mache ja auch Rockrail-Videos, deswegen ist bei mir einfach auch der Punkt, dass ich sage, wenn ich den Desktop dann euch zeige, wenn ich den also sozusagen abfilme und dabei dann spreche, dann braucht man schon Leistung und dann merkt man dann auch, dann lohnen sich dann mal die vier Kerne des Prozessors auf jeden Fall. Ja, und dann per Netzwerk sind da 3 Kabel, einmal vom PC und einmal dann die 2 Z21 Start von Rocco. Warum keine CS3 oder ECOS oder irgendwie so dergleichen? Ich habe überhaupt nichts gegen die Zentralen, die sind sehr, sehr gut. Das Problem ist einfach nur bei mir, wenn ich wirklich sage, oder ich habe von Anfang an gesagt, ich fahre computergesteuert oder ich mache oder Schaltvorgänge auf jeden Fall mit dem PC, warum soll ich dann eine Zentrale nehmen mit Bildschirm? Weil die ist dann einfach zu teuer. Also ich hatte damals auch das, wie gesagt, das Geld ja nicht. Und dann habe ich aber gesagt, komm, es gibt ja auch Händler, die extra so Startpackungen zerrupfen und dann die Einzelteile verkaufen und dann eben auch die Zentralen. Und so bin ich dann auch dran gekommen, habe dann gesagt, das passt für mich. Und habe dann eben vor kurzem dann sogar, was heißt vor kurzem, ist auch schon einige Monate wieder her, da habe ich euch ja ein Video gezeigt, dann auch eine zweite dazu gekauft, um eben einmal fürs Fahren eine Zentrale zu haben, separat, und eine fürs Schalten. Also die ist für alle Zugbewegungen zuständig. Und die wirklich für alle Schaltbewegungen, also Weichen, Lampen, Signale etc., alles, was auf der Anlage geschaltet wird. Das Dritte, um das Ganze auch separat vollführen zu können, ist das Thema Melden, was eben mit einem Zeus-Interface dann geschieht, was auch am PC per USB verbunden ist. Ich nutze die ganz normalen S88-Protokoll quasi dann von Märklin, wobei das Interface auch die BDIP-Schnittstelle hätte. Also von dem her könnte man irgendwann mal da auch das andere System mal testen. Bin ich noch mal überlegen. Aktuell habe ich aber keine Probleme mit dem S88-System. Warum soll man dann wechseln? Aber auf jeden Fall, ich wollte mir das Ganze offen halten. Deswegen nutze ich auch die S88-Module eben von Märklin. Das sind insgesamt 3 Stück müssten es sein, genau, 3 Stück. Und habe dann auch für die weichen Decoder, da habe ich die Lenz LS 150er, das sind 4 Stück, wo wirklich Weichen und 3 Wegeweichen habe ich, eine Kreuzungsweichen damit geschaltet werden. Und dann habe ich noch 16 Viessmann 5280 Decoder, die eben dann die Signale und Lichter schalten. Der Vorteil ist bei diesen beiden Decodern, die ich euch gezeigt habe, die haben immer eine separate Stromeinspeisung. Also den Viessmann-Decoder kann ich per Gleichstrom oder Wechselstrom quasi dann dementsprechend die Quelle ihm vorgeben und er nimmt nicht den teuren Digitalstrom, sage ich jetzt mal so, sondern wirklich schaltet es von den Trafos. Und der Lenz-Decoder ist ein Wechselstrom-Decoder, das heißt, da füge ich auch nochmal extern Wechselstrom dann hinzu, um dann auch eben die Weichen dementsprechend mit Kraft durchzuschalten. Die Weichenantriebe sind die ganz normalen von Märklin, oberirdisch, um dann wirklich auch alles wechseln zu können im Falle eines Falles. Wobei richtig ausgestiegen ist mir wirklich noch überhaupt kein Antrieb. Ich musste nur einmal, glaube ich, wechseln, weil ich habe da selber, das war beim ersten Bau, damit einen Fehler gemacht. Also es liegt wirklich bei mir. Sonst haben auch die Antriebe zum Teil über 1000 oder auch tausende Schaltbewegungen hinter sich. Habe keine Modifikation der Endabschaltung vorgenommen, alles wunderbar, von dem her funktioniert ohne Probleme.
Genau, und zu den Schaltungen sozusagen, genau, es werden alle Lampen und Signale eben dann vor allen Dingen mit den Fließband-Decodern geschalten, sowie auch das K-System, weil eben diese Decoder auch oder jeweils zwei Servoausgänge haben und das ganze K-System ist eben mit Servomotoren ausgestattet. Außer jetzt im Neubauteil, da habe ich jetzt die originale Faller, sagen wir mal, Hardware gekauft. Da will ich einfach mal testen, wie die einfach performt. Aber sonst auf dem Altbauteil alles über Servos, also die Abzweigungen, Stoppstellen extra eben und dann über den Fließband-Decoder gesteuert. Geschalten wird alles über DCC, also ich habe kein Motorola oder auch kein MFX hergenommen, sondern wirklich DCC, um dann auch wirklich ein breites Spektrum an Loks auch fahren lassen zu können und habe auch alles wirklich einer statischen Adresse zugeordnet, damit da einfach auch sich nichts verschieben kann und taugt mir eigentlich soweit wirklich sehr, sehr gut. Habe damit jetzt auch bisher überhaupt keine Probleme gehabt. Wobei jedes Protokoll sicher seine Vorteile hat. Aber ich habe mich eben damals für DCC entschieden und da kannst du es auch wirklich jedem empfehlen, der sich da ein bisschen auseinandersetzen möchte. Sonst ist natürlich das MFX-Format, wenn man es einfacher haben möchte, definitiv auch nicht verkehrt. Also können nur einfach meine zentral nicht. Dann auch das Rollmaterial. Das Rollmaterial kann natürlich oder hat natürlich immer DCC-fähige Decoder. Die meisten haben Multiprotokoll, also könnten auch MFX und Motorola haben oder verstehen. Es sind wirklich alle Hersteller vertreten, sei es mal, also bei Rocco ist ja vor allen Dingen Zimo. Ich habe auch Funktionsdecoder in Steuerwagen, die Zimo sind. Manche sind auch ESU oder ESU, auch ESU-Log-Decoder, die ich nachgerüstet habe. Vor allen Dingen aber auch die MLD3, normalen Märklin-Decoder, Nachrüstdecoder oder auch die MSD3 als Sound-Decoder. Wobei die habe ich bisher noch nicht selber verbaut, sondern die sind dann eher von den Logs von Märklin, die man dann fertig schon kauft, sind die dann verbaut. Was haben wir noch? Dann haben wir die Pico-Decoder, ich glaube Smart Decoder heißen sie, natürlich bei den Pico-Logs mit dabei. Also es ist wirklich Märklin, ESO, Zimo, Pico, alles wirklich vertreten. Ich kann auch jetzt so vom Fahrverhalten, ich gucke es mir jetzt nicht genau an in der Hinsicht dann, da kennen sich andere vielleicht sicherlich noch mal besser aus, aber ich muss sagen, ich bin mit allen zufrieden. Also es ist wirklich... habe da auch keine Interferenzen irgendwie festgestellt, dass es da irgendwie ein Decoder ganz negativ auffällt. Deswegen, ich benutze, glaube ich, selber, also würde ich mal einfach mal behaupten, einfach zum Nachrüsten von vielen Logs eher den MLD3, aber einfach auch mal, wie gesagt, und ESO ist dann wirklich so die Hauptdinger, würde ich sagen, aber wie gesagt, Zimo bei Rocco oder auch Funktionsdecoder und eben bei einem Pico-Log ist die Pico-Decoder. Also man kann auch nichts, ich glaube, man kann auch wenig falsch machen, wobei das wird sich ja auch über die Jahre zeigen. Also wir haben jetzt hier die Anlage von 5 Jahren, jetzt werden wir noch mal in 10 Jahren drüber sprechen. Vielleicht merkt man dann, wenn es irgendeine größere Ausfallrate geben sollte, dann klar, dann weiß man auch Bescheid, aber ich kann da bisher überhaupt nichts sagen. Manche Logs haben wirklich mehrere 100 Stunden auf dem Buckel und ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendein Decoder da schlechter wäre. Ja, und dann noch 3 Highlights auf der Anlage. Wir haben einmal den Servo, der das Tor dann antreibt. Immer wenn ein Zug dann auch dann da rausfährt oder reinfährt, dann geht es auf. Und ich habe eine Tankstelle eben, die ein WLAN-Modul hat und dann sich wirklich mit der Tankstelle hier bei uns im Ort, habe ich die gekoppelt, sodass wirklich dann die Echtpreise angezeigt werden. Das ist noch so eine coole Sache, die gefällt mir wirklich, wirklich sehr. Und das andere Highlight, ich habe es vorher schon mal ein bisschen gesagt, vom Steuern her, ich habe ein K-System bei mir auch verbaut. Das war von Anfang an auch geplant, früher nur eben hier und hier die Schlaufe, mehr war es nicht. Jetzt ist es natürlich einmal um einiges länger geworden, auf dem Altbauteil noch nicht ganz funktionsfähig und aber auch hinten bei der Lilly, bei ihrer Brauerei, ist nur gerade ein bisschen dunkel, also von dem her wurde das Ganze stetig erweitert, wird natürlich immer digital geschaltet über Rockrail, ist aber analog. Also ich habe auch eingangs geschrieben, ich kann 2 Fahrzeuge fahren lassen, wobei die sich immer abwechseln. Also ich kann dann hier in dem Bereich 2 Fahrzeuge hinstellen und dann fährt das erste dann los und das zweite schiebt sich dann hierher, sozusagen hinterher ins Gebäude rein, das andere fährt dann so seine Runden und dann irgendwann fährt es wieder dahinter rein und dann fährt das los dann alles so weit und dann geht es immer sozusagen so schrittweise hin und her.
Passt für mich auch. Habe einfach nur, sage ich ehrlich, gerade keine Lust, mich mit dem K-System auseinanderzusetzen, weil ich jetzt erstmal noch ein bisschen den Neubauteil fertig machen möchte. Aber danach kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, oder vielleicht reizt mich einfach auch. Vielleicht sage ich auch dann irgendwie jetzt vor Weihnachten, nach Weihnachten, komm, ich habe jetzt Bock, einfach das K-System zu machen. Dann macht man das einfach. Das ist ja das Vorteil bei dem ganzen Thema. Es ist so vielschichtig, das Thema Modelleisenbahn. Es gibt immer was zu tun und einfach irgendwas reizt einen einfach gerade und dann macht man einfach das Thema gerade. Aber ich habe mich schon eingelesen, es gibt ja das Open-Car-System, das DCK-System, wenn man jetzt beim Faller-Car-System bleibt. Aber es gibt ja auch jetzt von Viessmann das ganze System. Das gefällt mir natürlich jetzt auch ganz gut, muss man ehrlich sagen. Wäre jetzt nicht ganz digital, also es ist sozusagen, also es ist jetzt nicht, dass man die Fahrzeuge dann sozusagen vom PC aus steuern kann. Aber ich will es auf jeden Fall auch mal testen. Also das steht auf jeden Fall bei mir auf dem Plan. Sonst eben das ganz normale Faller-Car-System nutze ich da eben, wie gesagt, im analogen Modus. Und schaue so auch, was auf dem Markt alles so Neues gibt. Das ist echt ein spannendes Thema. Belebt die Eisenbahn wirklich sehr. Also so ein Car-System ist wirklich nicht günstig, muss man auch dazu sagen. Aber freue ich mich drauf, was alles vielleicht noch so in Zukunft kommt. Und dann wird es da irgendwann mal auch einen Update dazu geben, in irgendeiner digitalen Form oder in irgendeiner Form sicherlich. Ja, freue mich da drauf, nur eben jetzt gerade eben der Neubauteil dann eher. Ach ja, fast vergessen. Wenn es draußen dunkel wird, dann schaltet Rockrail schrittweise 150 LEDs über die Zeitsteuerfunktion ein und ja, die Anlage wirkt gleich ganz anders. Highlights sind hier elektronische Bauteile, die eben das Einschaltflackern von Neonröhren simulieren oder auch defekte Neonröhren simulieren und auch Zufallsbausteine, sodass wirklich dann abends das Licht an und ausgeht in manchen Wohnungen oder Häusern und man wirklich denkt, da sind Leute, die einfach mal ins Bett gehen oder Fernseh gucken oder auch feiern. Und ja, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat der Einblick oder der tiefgreifende Einblick gefallen. Wenn ich noch irgendwas vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bin da echt gespannt auf den Austausch mit euch. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, genau, meldet euch einfach. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, wenn es so ein bisschen nochmal einen Ausblick gibt, wenn ich darüber rede, was wir alles eigentlich noch so vorhaben. Und ja, freue mich drauf und wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen MOBA-Tag. Lasst es euch gut gehen und bis dahin, gell? Macht's es gut. Tschüss.